Mein Großvater hat immer zu mir gesagt, also, du hast nichts zu verlieren, außer irgendwann dein eigenes Leben. Wir sind die Anna und der Flo. Wir sind seit einem halben Jahr mit unserem selbst ausgebauten Camper unterwegs, haben vorher alles in Deutschland verlassen und sind jetzt auf den Kanaren. Ja, wir befinden uns hier in Bob, unserem Fiat Ducato aus dem Baujahr 2006, den wir in Berlin gekauft haben und dann auch in Berlin umgebaut haben. Ja, hat so ein gutes halbes Jahr gedauert, auch schön im Winter. Und jetzt befinden wir uns tatsächlich auf Teneriffa, weil wir dann hier überwintern und den Sommer auf dem Festland an der Atlantikküste entlang gefahren sind. Und ja, das ist quasi unser Zuhause jetzt. Ja, die Küche hat hier ihr Kochfeld. Die ist auch soweit mit dem Gas zertifiziert, also mit der Gasprüfung, dass es ein Wohnmobil ist. Hier drunter ist dann unsere Gasflasche. Da haben wir noch eine portugiesische und eine spanische, weil wir den Anschluss immer etwas anpassen mussten zu den Regulationen in den Ländern. Und das hier war mein alter Schreibtisch, quasi aus Berlin, aus der Wohnung. Wir haben hier noch so einen Stehtisch oder auch Stehschreibtisch, verwenden wir das manchmal. Und ansonsten haben wir hier eine alte Emailleschüssel von meiner Oma, die wir als Spülbecken verwenden und alles, was so mit Wasser irgendwie passiert. Und hier sind eigentlich unsere ganzen Küchensachen drin. Also wir haben hier so kleine Magnete, dass das zusammenhält. Anna war letztes Jahr im Surfcamp unterwegs als Yogalehrerin und ich hatte immer den großen Traum, einen Campervan zu haben. Und da habe ich Anna letztes Jahr besucht, eine Woche, und dann waren da so viele Vans und ich fand das super cool und dann durfte ich auch mal in jeden Van so ein bisschen reinschauen und ja, dann sind wir zurück nach Berlin und da war eigentlich klar, okay, jetzt, es hat irgendwie so eine Woche Überlegungszeit gedauert, dann war klar, ja, okay, wir machen das jetzt und wir wollen halt einfach frei sein und nicht mehr dieses stereotype 24/7 Leben und wollen was von der Welt sehen und ja, das ist, glaube ich, so der Hauptgrund, oder? Ja, man muss dazu sagen, ich war nie wirklich so der Campingmensch. Also für mich war das nie interessant. Ich war eher so der Reisemensch mit Backpack und so ein bisschen raus aus Europa Richtung Asien sehr gerne. Und ja, Flo war eher so der Campingmensch, der gerne in den Wald geht, da aus der Bushcraft-Szene, ne, sehr viel irgendwie draußen und outdoor-mäßig. Das war für mich nie Thema. Und dann hatte ich aber letztes Jahr durch diesen Aufenthalt in den Surfcamps in Frankreich und Spanien so erste Berührungspunkte wirklich mit diesem ganzen Van-Lifestyle. Und dann dachte ich so, wow, das ist ja super krass, was da irgendwie möglich ist, wie viel Mühe sich die Leute mit diesen Autos und dem Ausbau geben. Und ja, dann, wie du schon sagtest, dann sind wir nach Deutschland zurück. Wir hatten uns dann auch 2 Monate nicht gesehen. Und dann war so, okay, cool, wir wollen reisen. Wie können wir das möglich machen? Was brauchen wir dafür? Ich so als Planungs- und Strukturmensch, ja, wir müssen Listen machen. Wir müssen das jetzt hier auskalkulieren, wie was möglich ist. Und das haben wir dann natürlich auch gemacht. Und ja, dann aber doch dadurch, dass wir dann das wollten, hat es dann auch mit etwas auch natürlich Tiefpunkten funktioniert. Also hier haben wir dann unser Sitz-, Wohnzimmer oder Esszimmer. Das hier war eine alte Gardine von meiner Oma auch. Das hat ein Freund von Flo gepolstert. Und ja, hier kann dann einer sitzen und hier dann sitzen, liegen, man weiß es nicht genau, die nächste. Hier haben wir unsere Kühlbox drin. Das ist ein Kompressorkühlschrank. Der schaltet sich dann immer wieder aus oder ein, je nachdem wie heiß, kalt er ist. Ist jetzt so semi-voll. Und tatsächlich haben wir hier jetzt noch so 2 kleine, das sind eigentlich so PC-Lüfter verbaut, damit es hier drinnen nicht zu heiß wird. Das läuft dann auch automatisch über den Strom. Und ansonsten so ein bisschen Stauraum. Zu dem Tisch zu sagen, also das ist quasi so lasiert und wir können den hier, ich mache das mal gerade, zusammenklappen. So, das machen wir mittlerweile auch ein bisschen öfter tatsächlich, um diesen Platz hier zu haben. Haben hier noch unseren
Gasmelder auch verbaut. Und dann haben wir hier ein Brett. Das können wir hier abmachen von dieser Halterung. Das passt dann genau hier rein. Und das wäre dann tatsächlich auch noch ein Bett. Wir haben hinten noch so ein Polster, was wir dann hier drauflegen können. Und dann haben wir das hier nochmal als größeres Sofa oder einfach als Liegefläche, falls doch noch jemand dazu kommt. Ja, das ist unser Bett. Hier schlafen wir. Und wir schlafen quer in unserem Auto, was bei meiner Körpergröße ein bisschen schwierig ist, weil ich bin 1,95 Meter, wie man auch sieht, muss ich ein bisschen geduckt liegen. Und wir haben uns da ein bisschen verrechnet. Also es kam so, dass ich mit einer 2 Meter Latte beim Ausbau reinkam und meinte zu Anna, cool, guck mal, die passt quer rein, wir können die pennen. Aber ich habe halt nicht bedacht, dass wir noch die Dämmung und die Bretter drauf machen. Und ja, genau, dadurch haben wir hier ein bisschen, also jetzt während der Tour hier ein bisschen was rausgenommen. Von der Dämmung oder von der Vertäfelung, damit ich ein bisschen mehr Platz habe. Und hier hinten haben wir noch so ein Polster. Das kann man da so hinten reinstopfen. Und dann schlafe ich halt ein bisschen schräg. Und ja, man muss sich halt sehr lieb haben und das haben wir. Und da kuschelt man halt die ganze Nacht und ja, dann passt das immer ganz gut. Aber ich merke es jetzt so nach 6 Monaten merkt man das jetzt schon so langsam im Körper, bei meiner Körpergröße. Und ja, wir werden da wahrscheinlich auch noch mal ein bisschen was umbauen. Also ich bin fast 2 Meter groß und wir haben eine Liegefläche von 1,87, 1,90. Und da werden wir einen Seitenschläfer reinbauen, also damit das Auto ein bisschen breiter wird und viel mehr Schlaffläche haben. Und ja, Platz, also die Küche ist zu groß, meiner Meinung nach, also zu groß dimensioniert. Und ja, was hast du noch? Also Ja, das sind auf jeden Fall 2 wichtige Punkte dann. Dadurch, dass wir jetzt einen doch größeren Hund haben, müssten wir da wahrscheinlich auch nochmal umdenken, wenn der dann ausgewachsen ist, der Paul, dass wir unsere Sitzecke etwas anders positionieren und dann einfach ein bisschen größere Fläche für den Hund haben. Also es wird sich einiges ändern. Das mit dem Abwassertank ist auch nicht optimal. Aktuell geht es eigentlich. Eine Zeit lang hatten wir echt das Problem, dass er sehr stark gestunken hat. Das ist aktuell ja okay, aber natürlich, es ist schön, wenn man auch mehrere Tage sich nicht darum Gedanken machen muss, jetzt den Abwassertank zu leeren oder auch ja, das Wasser. Gut, damit kommen wir eigentlich ganz gut klar mit der Menge, die wir haben. Aber das sind so die erstmal wichtigeren Dinge. Natürlich sieht man auch viel auf so einer Reise, was noch so möglich ist. Also gerade was uns auch reizt, ist das Auto so ein bisschen höher zu legen, vielleicht doch noch so ein bisschen mehr in Richtung Offroad zu gehen. Da ist ja unendlich viel möglich. Das wird sich dann noch so ein bisschen herauskristallisieren. Ja, das ist eigentlich so das Hauptziel, was ich habe. Also ein bisschen neben den Straßen und abseits. Vielleicht auch mal in anderen Ländern, wo man es auf jeden Fall braucht. Ja genau, der Wasserhahn ist so eine Eigenkonstruktion. Ich bin so ein bisschen, also im Baumarkt ist ja so ein bisschen das Shopping für Männer, sagt man ja. Und ich bin durch den Baumarkt gelaufen und wusste noch nicht so richtig, wie ich das mit dem Wassersystem mache. Ich wusste nur, dass wir die Emaille-Schüsse hier haben von Annas Oma und dann habe ich diesen Wasserhahn gesehen und dachte, boah, der ist cool, der muss da irgendwie rein. Aber habe halt nicht die passenden Rohre gefunden und habe mir da aus verschiedenen Abteilen was zusammengeschustert. Und das sind hier hinten, das sind Heizungsrohre eigentlich, die im Keller verbaut werden bei vielen Häusern. Und dann habe ich das da zusammengeschustert. War am Anfang ein bisschen schwierig, weil es immer wieder getropft hat, so mit der Hanfdichtung, die man da einbaut. Und ja, genau, den habe ich ganz einfach dann unten, kann ich ja auch gleich nochmal das Pumpensystem dazu zeigen, wenn wir schon mal beim Wasserhahn sind. Da haben wir, ich nehme mal kurz den Mülleimer raus. Genau, da haben wir, wie man sieht, kommt da das Rohr oben raus. Und da habe ich einfach von einem herkömmlichen Gartenschlauch den Aufsatz ran gemacht und dann wurde das quasi zusammen mit normalen Gartenschläuchen zusammengeklickt. Das ist eine 12 Volt Pumpe, die ein bisschen stark und ein bisschen laut ist. Da habe ich natürlich nur bei Amazon eine 12 Volt Pumpe eingegeben und habe sie bestellt und nicht auf die Details geachtet. Und das Gute aber bei dem System ist, dass man halt auch die Dusche für hinten darüber laufen lassen kann. So muss man nicht halt 2 Pumpen anschließen. Und genau, da dachte ich, ist ein guter Clou, das so zu machen, aber es ist schon manchmal anstrengend. Alleine duschen ist schwierig.
im Auto hier, weil man muss immer hier vorne die Pumpe von hier vorne anschalten. Also man schaltet die hier vorne an. Also jetzt hört man es, würde der Wasserhahn abgehen. Das ist ziemlich laut. Genau, aber es ist cool, weil es irgendwie so, ich dachte, es wäre eine coole Idee, das so zu machen. Aber naja. Ja. Hier ist Annas Schrank, den habe ich ein bisschen größer, oder haben wir ein bisschen größer gebaut. Ich mache den mal jetzt lieber nicht auf, weil ich nicht weiß, wie der aussieht von innen. Aber es reicht uns, wir haben halt nicht so viel. Wir haben auch unterwegs immer wieder was ausgeräumt, haben das verschenkt, verkauft oder zurückgeschickt. Und hier ist mein Schrank und ich brauche sowieso nicht viel. Ich kann ihn mal aufmachen. Also normalerweise sieht er nicht so ordentlich aus, aber wir haben vor 2 Tagen erst Wäsche gewaschen. Da sieht es dann immer ganz gut aus. Und unterwegs haben wir uns hier noch diese Netze, wie man sieht, geholt. Genau, weil so große Pullover und Jacken und es ist dann halt... Und wir wollen halt nicht, weil ich schon manchmal sehr, sehr unordentlich bin und die Sachen, also diesen typischen Klamotten, Tisch, Couch, Sessel, was auch immer, wollen wir halt hier nicht machen, weil wir schon so wenig Platz haben zu dritt. Und da haben wir gesagt, dann machen wir das halt mit so Netzen. Anna hat euch ja die Kühlbox gezeigt und da war tatsächlich vorher die Kühlbox drunter. Da habe ich so eine Schublade gebaut, die man so ausziehen konnte. Und dann konnte man besser von oben an die Kühlbox ran. Und jetzt habe ich dann, also es war der einzige Ort, wo wir hätten einen Platz für den Hund machen können. Also egal welche Größe der Hund hatte, eigentlich war es erst geplant unter der Box, aber uns war dann klar, ja, so ein Hund sollte auch wenigstens stehen können. Also wir wollten einen mittelgroßen Hund und dann blieb halt nur das übrig und man merkt auf jeden Fall, dass er teilweise besser schläft als wir. Am Anfang war das für mich extrem schwer, gerade bei allen Dingen, die so länger dauern, weil ich bin jemand, der eigentlich immer gerne alles gleichzeitig macht und mich damit auch komplett überfordere, ganz oft und auch viel zu viel an meine Grenzen gehe, auch letztes Jahr dann durch das Surfcamp und das war eigentlich viel zu viel für mich, also auch körperlich und dann aber auch mental musste ich immer noch was draufpacken, auch bei dem Ausbau, dadurch, dass wie mein Anspruch war es, dass wir quasi eine Rücklage haben finanziell, dann natürlich den Ausbau so weit ermöglichen wie möglich, wie das halt alles irgendwie finanziert wird. Und gut, für das Auto mussten wir uns dann auch ein bisschen was leihen, was wir aber auch zurückzahlen müssen. Aber mein Anspruch war es halt, dass ich es irgendwie größtenteils ermögliche, dadurch, dass Flo mit dem Ausbau sehr viel beschäftigt war, das finanziell bereitzustellen. Und da habe ich am Anfang gemerkt, ich kann einfach nicht alles so machen wie sonst, ist ja auch klar. Und allein schon, wie lange dann dieser Abwasch gedauert hat. Und ich dachte so, oh, jetzt ist dieser Abwassertank schon wieder leer. Und dann müssen wir das Wasser auffüllen. Und das war für mich eher Stress, dass das alles so perfekt irgendwie immer da ist, so wie man das sonst hat. Man will eigentlich immer alles zur Auswahl haben, auch sei es Essen oder sonst wie. Das ist ja dieses Überangebot sowieso in unserer Gesellschaft, wo ich wusste, dass mich das überfordert, aber wo ich dann gemerkt habe, hey, jetzt kann ich dem ja gar nicht gerecht werden. Ja, hat eine Zeit lang gedauert. Mittlerweile ist es so Routine, aber am Anfang war das eine Hürde für mich. Ja, also wir sind auf jeden Fall auf das Internet angewiesen. Das ist erstmal so was wir uns bewusst machen müssen für die Reise und dementsprechend auch teilweise ein Hindernis ist. Also weil es halt einfach an manchen Orten nicht so einfach ist. Ich arbeite 2 Tage angestellt mit nach wie vor dem Arbeitgeber aus Berlin, bin da für den Bereich Marketing zuständig, also ich komme auch aus dem Bereich Marketing und für mich war das Remote-Arbeiten sowieso schon bekannt aus dem Online-Marketing und mache dann noch vereinzelte freiberufliche Projekte, was aber jetzt auf der Reise auch sehr minimiert ist, weil wir ja einfach viel weniger Kosten haben in der Zeit. Ja, und bei dir? Ja, genau, ich mache gerade eine Vollzeitfortbildung über einen Bildungsträger in Deutschland und mache mich aber gerade auch bin selbstständig als Lebenslagencoach. Und ja, da kommen so ein bisschen Geld rein, aber hauptsächlich halt die Fortbildung, die auch finanziert wird. Und ja, ich habe mich eigentlich darauf spezialisiert, für Leistungssportler, also Mindset und Motivationscoaching zu machen, da ich ja selber aus dem Leistungssport komme und da dann halt eigentlich auch viele Kontakte habe und am besten halt auch den Startpunkt habe. Aber kümmere mich natürlich auch um Menschen, die in der Situation zum Beispiel manchmal in ihrem Leben sind, wo sie einen kleinen Anstoß brauchen und dann ich kümmere mich um sie, ich berate sie und helfe ihnen so ein bisschen
einen Weg zu finden, um den steinigen Pfad zu verlassen und halt vielleicht neue Sphären und neue Wege zu finden für sich. Wir haben ein Trockenklo und keine Trockentrenntoilette. Ja, waren da auch sehr unerfahren und haben uns dann dafür entschieden, einfach auch aufgrund der Größe, wobei wir jetzt sagen würden, es ist vielleicht ein bisschen groß. Es kommt halt beides zusammen, also das wird nicht getrennt, so wie man das vielleicht oder größtenteils kennt bei den Campingtoiletten. Wir benutzen hierfür, also so sieht das Ganze aus, da ist Streu drin, genau. Und zwar benutzen wir einfach Kleintierstreu, was es in Tierhandlungen gibt, manchmal auch in Supermärkten. Und ja, also es funktioniert auf jeden Fall. Also klar, je mehr sich die Toilette füllt, desto mehr fängt es dann auch irgendwann ein bisschen an zu stinken. Aber grundsätzlich sind wir damit zufrieden, dass wir die für einen Tag nutzen können. Wir müssen mehr oder weniger alle 24 Stunden, jetzt grob gesagt, die Toilette dann halt entleeren und wegschmeißen. Das ist nicht ganz optimal, aber erstmal besser, als jetzt irgendwie immer zu denken, okay, ich muss jetzt draußen in die Natur pinkeln oder sonst wie. Und dementsprechend sind wir damit erstmal soweit zufrieden. So, jetzt zeigen wir euch den unordentlichsten Teil. Der unordentlichste Teil unseres Autos. Genau, hier haben wir noch so Bücherregale reingebaut, weil wir nicht so genau wussten, was dahin, so Filzen war keine Option, und ich habe das bei YouTube tatsächlich gesehen, also man guckt sich ja die Dinge immer bei YouTube so ein bisschen an und dachte, ja, das ist cool, Bücher, wir lesen ganz gerne, und ja, da haben wir da Regale reingebaut, die hier tatsächlich aus dem Fall ganz gut rauskommen. Der Vorteil ist halt, wir haben halt auch in Spanien, wir haben uns echt gefreut über die Baumärkte. In Spanien sind relativ günstig. Wir haben hier so zwei so Schwerlast-Auszüge genommen. Und die waren super günstig. In Deutschland bezahlst du da irgendwie 50 Euro für, und wir haben halt 10 Euro bezahlt oder 11 Euro. Und das war halt super gut. Da haben wir uns da so ein bisschen was zusammengeschustert und kriegen somit auch alles runter. Das ist tatsächlich das Kissen für unsere Couch. Ja. Dann haben wir hier noch Neos, hier noch eine Essensbox, Werkzeug, 4x4 Werkzeug mitgenommen. Ja, wir haben hier eine Outdoor-Dusche, die läuft über die gleiche Pumpe wie drin. Da stellt man das innen um, und dann duschen wir hier hinten, machen die Türen so quasi seitlich, können auch einen Vorhang dazwischen ziehen. Und wir haben hier hinten 35 Liter Wasser, einen 35 Liter Wassertank und vorne 25 Liter. Und einen 15 Liter Abwassertank vorne, der ziemlich schnell voll wird und auch ziemlich schnell anfängt zu stinken. Und zusätzlich haben wir uns hier noch so von den Frischwasserkanistern, die wir immer zum Trinken nehmen, haben wir uns noch 3 genommen, dass wir immer die auffüllen und dann mal was zum Nachfüllen haben. Und genau, wir duschen halt hauptsächlich draußen, und zwischendurch mal eine warme Dusche auf dem Campingplatz ist was Schönes, aber wir haben uns da voll dran gewöhnt, auch in Portugal, als es kälter war. Das ist schon eigentlich ganz angenehm, mal so eine frische Dusche. Ist auch gut fürs Immunsystem. Es gab so 2-3 Wochen, wo wir uns relativ häufig gestritten haben. In Frankreich war es, glaube ich, oder? Ja, das Ding ist, wir verbringen natürlich sehr viel Zeit miteinander, so auf Kleinzeraun, und das ist, glaube ich, auch das, wo viele sagen, wow, wie könnt ihr das? Oder hört man ja auch oft, oder mittlerweile gibt es ja auch häufig, dass Leute ja auch natürlich ehrlich darüber reden, was ja auch so sein sollte. Und das ist bei uns selbstverständlich auch so. Und bei uns, oder wenn wir dann in diese Streitsituationen oder Diskussionen kommen, ist es halt immer der gleiche Ablauf. Jeder sagt das Gleiche, jeder nimmt die gleiche Position ein. Ich bin dann gerne jemand, war ich auch schon immer, der die Opferrolle einnimmt und immer sagt, oh ja, ich bin schuld und das ist ja jetzt sowieso, dass ich was falsch gemacht habe. Und das bringt Flo dann natürlich immer mehr und mehr irgendwie zum Ausrasten, je häufiger das passiert. Und je mehr Zeit man so miteinander verbringt, desto häufiger kann das dann halt auch irgendwie passieren. Und das ist auch, es hat sich schon etwas beruhigt, aber es ist halt auch immer noch also wieder ausrasten ist der falsche Begriff, weil es hört sich immer so an, als wenn wir uns anschreien. Ja, okay, ja, nee. Ja, es ist viel, viel besser geworden. Ich versuche es dann manchmal auch einfach weg zu ignorieren, so, und lass Anna dann mehr Zeit, weil ich dann weiß, okay, sie kriegt es ja dann selber mit und dann sprechen wir halt drüber. Also das A und O ist halt auf so einem kleinen Raum viel zu kommunizieren und zu sprechen, und wenn das nicht funktioniert, dann braucht man noch gar nicht versuchen, irgendwie jahrelang auf, weiß ich nicht, 8 Quadratmeter zu leben, weil es macht dich dann kaputt und die Beziehung kaputt, und
das wollen wir nicht und da haben wir einen ganz guten Mittelweg gefunden. Klar, man streitet sich immer mal. Das wäre auch in einer Einraumwohnung passiert, in einer Zweiraumwohnung, aber auf so einen kleinen Raum geht es halt schneller. Ich habe mir schon von Anfang an eine Dachterrasse gewünscht auf dem Auto oder auf Bob, als wir den dann in Berlin gefunden hatten. Und Flo dachte dann zwischendurch in der Zeit des Umbaus, das hätte ich vielleicht schon vergessen. Ich wollte aber unbedingt, weil mich hat immer geärgert, auch in Wohnungen, dass ich nicht genug Sonne habe. Also wollte ich unbedingt eine Dachterrasse. Und dann lustigerweise, du hattest ja dann zu der Zeit auch so ein bisschen im Fahrradladen in Berlin geholfen, hatte der Chef dann gesagt, da stehen irgendwie so ein paar Holzdielen rum. Und dann Flo dachte sich dann, ach ja cool, die kann ich ja doch vielleicht doch verbauen. Den einen Tag kam ich an, wollte eigentlich nur einen Kaffee trinken und dann lagen von einem Altbau ganz viele Bohnendielen da und er sagte so, ja, wenn du die hier für deine Dachterrasse kannst du doch nehmen. Dann bin ich mit meinem Lastenrad rüber, irgendwie habe so 7 2-Meter Dielen geholt und bin dann irgendwie statt eine halbe Stunde durch Berlin 3 Stunden, weil ich im Schneckentempo gefahren bin, mit den Dielen vorne drauf und habe dann Anna glücklich gemacht, dass die Dielen da sind und habe dann mit meinem Schwager, glücklicherweise der Metallbauer ist, der hatte sehr gute Ideen, um die zu befestigen, haben wir sie dann fertig gemacht. Mein Großvater hat immer zu mir gesagt, also, du hast nichts zu verlieren, außer irgendwann dein eigenes Leben. Und ja, ich habe einfach gesagt, wir machen das jetzt. Für mich war es natürlich schwierig mit Annas Eltern sprechen und Geld zu leihen. Das war für mich schon ein bisschen schwierig. Aber ja, wir haben halt nichts zu verlieren. Ich habe auch vor der Reise habe ich auch ständig zu Anna gesagt, so wenn alles schief läuft, dann tanken wir voll und fahren zurück. Also das ist halt das Schlimmste, was passieren kann, ist halt, dass wir die Reise abbrechen und halt keine Lust mehr haben. Und ja, ich bin da relativ gut aufgewachsen, dass ich da ein ganz gutes Mindset habe und keine Angst vor Sachen habe oder vor neuen Erlebnissen. Und das ist bei mir eigentlich relativ leicht gewesen. Bei dir war es schon ein bisschen schwieriger, so alles aufzugeben. Teils. Also es war dann ja schon befreiend. Ich habe ja dann schon sehr früh angefangen, die Sachen bei uns zu verkaufen und irgendwie zu versuchen loszuwerden. Und wir haben dann gefühlt den letzten Monat nur noch mit so einer Matratze und ein paar Kisten in der Wohnung gelebt. Aber klar, natürlich kommen bei so großen Schritten irgendwie Zweifel auf, gerade wenn es mit Veränderungen zu tun hat. Dann ist es immer mal so. Aber irgendwie wusste ich dann auch so, ja, daran wächst man und nur das erweitert dich oder mich als Persönlichkeit. Neues zu wagen. Es ist immer mit irgendwelchen Zweifeln und auch mal negativen Gedanken verbunden. Aber für mich war auch so klar, okay, mir bringt das was, für mich dann weiterzukommen und Neues zu entdecken. Das ist nicht immer schön, auf jeden Fall. Das gehört auch dazu. Wir haben da ja auch auf der Reise schon einige Male den Punkt gehabt, zu sagen, ja, jetzt reicht es aus, jetzt müssen wir aber zurück. Ja. Und dann ist es aber dann doch, man kriegt sich dann doch wieder ein und dann wächst man ja auch wieder daran. Ja. Also man wächst halt echt gut dran, wenn man es macht. Und wenn man es nicht gemacht hat, kann man gar nicht wissen, ob man es gut fand oder nicht. Und also ich finde halt auch mal, das Leben passiert immer für einen und deswegen kannst du halt erst herausfinden, ob es für dich passiert oder nicht, wenn du es gemacht hast. Und das haben wir uns auch so vorgenommen und es hat ganz gut funktioniert bis jetzt.